Du hast große Ziele und Träume, die du dir erfüllen möchtest. Ich zeige dir heute ein paar Tipps und Tricks, wie du deinen Zielen ein Stückchen näher kommen kannst. So habe ich es geschafft, meine Träume zu verwirklichen. Hi, mein Name ist Caro und ich gebe dir heute einen Einblick in 3 verschiedene Punkte. Einmal arbeiten wir mit einem Erfolgsjournal, dann beschäftigen wir uns mit Affirmationen und zum 3. Punkt kommen wir dann mit der Manifestation. Ich habe mein eigenes Ziel gefunden, nachdem ich reflektiert habe, wo ich eigentlich bin und wo ich gerne hin möchte in Bezug auf Glücklichkeit, Stresslosigkeit, Harmonie, ob man materiellen Erfolg haben möchte. Aber wenn man das ein bisschen eingrenzt, dann kommt man dem Ziel auf jeden Fall einen Schritt näher. Was ist eigentlich ein Erfolgsjournal? Ein Erfolgsjournal hilft dir, deine Ziele aufzuschreiben, damit du sie klar vor Augen hast und auch jeden Tag an deinen Zielen zu arbeiten. Bei einem Tagebuch zum Beispiel berichtest du ja eher über den Tag und hängst ein bisschen in der Vergangenheit. Bei einem Erfolgsjournal hingegen schreibst du eher, was kannst du tun, guckst in die Zukunft und beschäftigst dich mit deiner Zielfokussierung. Was noch funktioniert ist, wenn du nicht denkst von A bis Z, ich muss sofort am Ziel ankommen, sondern du unterteilst es dir in kleine Steps. Und wenn du diese dann noch manifestierst, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Außerdem hilft dir das Erfolgsjournal dabei, den Überblick zu bewahren. Dadurch, dass du dich immer mit der Zielfokussierung beschäftigst, bleibst du stets optimistisch und kannst auch schon mal gut reflektieren, was gut geklappt hat und was du vielleicht das nächste Mal noch besser machen kannst. Ich gebe dir jetzt mal einen kleinen Einblick in mein Journal. Ich habe da auch immer so gewisse Fragen, die ich für mich eigentlich jeden Tag beantworte, damit ich das Ziel nicht aus den Augen verliere. Und den Fokus auf die kleinen, guten Dinge setze. Wofür bin ich dankbar? Auf jeden Fall für meine Freunde und die Familie und die Leute, die mich umgeben. Eine andere Frage in meinem Journal ist, worauf liegt mein Fokus heute? Mein Fokus liegt ja hauptsächlich auf meiner persönlichen Zielsetzung. Heißt, mein Fokus heute ist, tue das, was du liebst. Und meine letzte Frage, was hat mich heute besonders glücklich gemacht? Ich treffe nachher noch eine Freundin und ich bin ziemlich sicher, dass meine Antwort heute Abend sein wird, das Quatschen an der Alster und die Sonne genießen. Ich persönlich habe in meinem Journal meistens noch eine Seite frei für meine persönlichen Gedanken. Wenn es eine To-Do-List ist oder eine Sache, die ich vergessen habe oder eine Sache, die ich dringend erledigen muss, die einfach die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, dann kann ich die niederschreiben und habe dann einen guten Überblick. Wenn du mehr Inspiration für deinen Alltag suchst, abonniere den Kanal. Der nächste Punkt sind Affirmationen. Affirmationen sind im Grunde positive Aussagen über dich selbst oder über deine Zukunft. Das Besondere an Affirmationen ist, dass du mit Hilfe von Worten und Visualisierung dein Unterbewusstsein von negativ auf positiv umpolen kannst, mit Hilfe von ein paar Karten und der Aufzählung von positiven Sachen zu dir selbst. Mögliche Themen könnten zum Beispiel sein, deine ganz persönliche Weiterentwicklung oder deine Zufriedenheit in der Partnerschaft oder auch die Zufriedenheit im Job. Das kannst du alles ganz individuell anpassen. Falls du Startschwierigkeiten haben solltest, ist das überhaupt nicht schlimm, weil ich finde es immer hilfreich, nochmal Freunde und Familie mit einzubeziehen, ob die vielleicht nochmal 1, 2 Ansätze für dich haben. Ich habe jetzt meine Affirmation aufgeschrieben und ich kann euch die gerne einmal vorlesen. Ich schaffe alles, was ich will. Als nächstes kommt, ich habe alle Zeit, die ich brauche. Ich bin genau da, wo ich sein soll und ich konzentriere mich aufs Positive. Wenn du fertig damit bist, deine Affirmation aufzukleben, suchst du dir am besten einen Ort in deiner Wohnung oder in deinem Haus, wo du sie ständig siehst. Und welche Affirmation hast du dir aufgeschrieben? Schreib es in die Kommentare. Der nächste Tipp, den ich euch jetzt erkläre, ist das Manifestieren. Ich persönlich mache das richtig gerne in Verbindung mit einer Meditation und das erkläre ich dir jetzt. Um deine Meditation jetzt zu starten, schließe als erstes deine Augen. Der nächste Step ist, auf die Atmung zu achten. Dabei kannst du unterstützend deine Hand auf den Bauch legen und deine Atmung einfach fließen lassen und dich darauf konzentrieren, dass du wirklich zur Ruhe kommst. Wenn du da angekommen bist und schon etwas ruhiger geworden bist, fang an, dir vorzustellen, wie ist es, dein Ziel erreicht zu haben? Was siehst du? Wie fühlt es sich an, genau da zu sein, wo du gerade sein möchtest? Wie fühlt es sich für dich an, deine Ziele erreicht zu haben? Das Besondere an der Manifestation in Kombination mit der Meditation ist tatsächlich, dass du direkt in dieses Gefühl gehst, als hättest du deine Ziele schon erreicht. Heißt, du kannst schon mal reinspüren, wie es ist, angekommen zu sein. Wenn du dir also regelmäßig die Zeit nimmst zu meditieren und dabei dich auch auf deine Ziele zu konzentrieren, hast du gewaltige Vorteile. Im Alltag bist du gelassener, du nimmst Stresssituationen
anders wahr und kannst viel, viel mehr in deiner Ruhe bleiben. Dadurch, dass du dich während der Meditation aktiv mit deiner Zielsetzung beschäftigst, machst du es dir selber viel, viel einfacher, diese Ziele auch später zu erreichen. Mein persönliches Ziel ist es tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, dass ich die Zeit gut nutze, dass ich einfach im Moment lebe und das tue, was ich liebe.